Jo, ich bin der Noah und ich sitze hier heute mit dem Jascha und ich wollte dich fragen, was du so machst. Was ich beruflich mache, ist, ich bin Kommunikation, PR und Medienberater. Das ist ja interessant. Wie bist du dazu gekommen? Das ist eine lange Geschichte tatsächlich. Vielleicht mal so ein paar wichtige Anhaltspunkte, so die erste Idee, was hat dich dazu gebracht, so in der Schule oder dann im Studium? Wie rutscht Ja, man in sowas ja, rein? ich muss dazu sagen, war ganz unverhofft. Ich wollte mal Architekt werden, Mhm. dann hat das mit dem Studium der Architektur nicht ganz so gepasst zu dem, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dann habe ich Volkswirtschaftslehre studiert und Kommunikationswissenschaften als Nebenfach. Mhm. Dann war die Frage, was macht man mit so einem Studium? Bin gebürtiger Perser, ich schreibe gerne, habe dann den Journalismus für mich entdeckt, habe neben der Uni als freier Journalist gearbeitet und habe so ein bisschen Mhm. über Unternehmen geschrieben. Eigentlich komme ich aber aus der Leidenschaft des Fußballs. Ich habe Mhm. viel Fußball gespielt, auch in der Jugend beim MSV Duisburg. Und da das nicht geklappt hat, habe ich dann angefangen, auch über Sport zu schreiben. Und bin Ja, dann irgendwann während des Studiums nach München gekommen. Großer Fußballverein, viel logisch. Fußballbegeisterung. Mag hier jeder. Auch einem großen Sportsender, der damals Mhm. von sich behauptet hat, mit dem sitzt man in der ersten Reihe. Dort habe ich dann ein bisschen meinen Sportjournalismus gemacht und habe dann irgendwann jemanden kennengelernt im Rahmen meiner Arbeit als Sportjournalist und so freier Journalist. Der war damals der Leiter der Pressestelle eines großen DAX-Konzerns. Mhm. Und so haben wir uns dann zusammengetan. Er hat mir ein gutes Angebot gemacht. Ich wollte gerade nach der Uni wieder mit dem Job anfangen und bin dann so in diese Pressearbeitsschiene gekommen. Und von da aus habe ich dann so meinen Weg in diese Welt und in diese Berufswelt für Verrückt. mich. Wie schaut dann so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Weil jetzt wirklich auch so zum Aufstehen in der Früh, wie geht's da los? Ja. Frühes Aufstehen, Ja, natürlich, Kaffee für die wichtig. Laune. Der Kaffee musste immer sein. Ja, viel Medien, viel Mhm. Zeitungen, viel Online-Medien, morgens auch ein Radio noch als klassisches Dass man immer so weiß, Medium. was abgeht oder so. Genau, holt man sich ein bisschen die Baseline. Dann gibt es natürlich von Arbeitgeberseite in meinem Berufsfeld einfach auch einen zusammengefassten Medienspiegel. Mhm. Wie bewegt sich die Industrie, was denken die Kapitalmärkte, was sind Krisen, was macht die Konkurrenz. Das heißt, dieses Dokument ist mein täglicher Begleiter. Und auf der Basis, was dort passiert, gibt es dann noch einen Contentplan, den ich mir anschaue, was das Unternehmen und mein Team so am Tag und in der Woche geplant hat. Mhm. Und dann gehen wir rein. Dann haben wir eine Morgenssitzung, eine Redaktionssitzung. Wir arbeiten im Newsroom-Modell zusammen. Dort kommen alle Disziplinen zusammen. Und dann wird die Woche besprochen. Alle Planungen, interne, externe Kommunikation, Messeauftritte, Interviews durchgegangen. Wahnsinn. Und dann geht jeder seiner Aufgabe nach. Und dann gibt es am Mittag nochmal ein Check-in und am Ende des Tages nochmal ein Check-in. Und wenn alle sich dann gut fühlen, dann haben wir einen guten Job gemacht. Hört Dann sich aber sehr gehen wir stressig an. fahren. Ja, gute Arbeit ist manchmal auch Natürlich. stressig. Ja, kommt ja auch drauf an. Was machst du denn so privat? Was hast du denn so für Hobbys, wenn man so ein Mediengestalter ist und Medienberater hat? Ich habe eine kleine Tochter, die ist das größte Hobby. Sonst spiel ich Basketball, Mhm. Fußball, Natürlich. Tennis. Ähm, und als so privater Hint, wenn ich meinen Vater treffe oder so, wir spielen viel Backgammon. Oh, das ist schön. Was hast du denn so für Ängste, so jetzt Ängste. vielleicht auch privat? Genau. Vielleicht auch so mal so was bisschen so, privat, kann man so Ja, ja, Spinnen oder Gewitter, was weiß ich, oder ja, vielleicht nee, jetzt ja als erwachsener Mann vielleicht eher ja, nicht, da aber muss ich sagen, da ängstigt es mich nicht so. Ich habe natürlich mit Familie sind es natürlich so klassische natürlich so Ängste, ja, Existenzängste. das sind genau, kann ich mich um meine Familie kümmern, sind Ängste wie Gesundheit, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass meine Eltern und meine Liebsten lange gesund bleiben, meine Mhm. Tochter, meine Frau, ich, ja, das sind Mhm. sicher auch Themen, die einen nachdenklich machen. Ja. Genau, und das ist, glaube ich, so. Aber ich habe keine Ängste wie Spinnen oder Gott sei Dank leben wir in Deutschland, gibt es keine exotischen Ja, das wäre wilden aber auch ein Tiere. bisschen Aber komisch. da Das hält bräuchte ich sich ganz alles in ehrlich auch Grenzen. nicht, Da hält dann sich alles nicht. in Grenzen, ja. Ja, das ist perfekt. Weil du gerade auch schon über deine Eltern geredet hast, was halten die denn von dir? Was meine Eltern von mir halten, ich denke sehr viel. Die sind sicher stolz auf mich. Wie ich gesagt habe, wir sind aus dem Iran gekommen, da war ich ein kleiner Junge. Ähm,
in der Hoffnung, hier in Deutschland mehr Chancen So, und mehr Opportunitäten fürs Leben zu haben. Ich glaube, dem bin ich ganz gut nachgekommen, obwohl Ja, es das sicher auch könnte mal man so Phasen, sagen, ehrlich gesagt. sicher auch mal Phasen in meinem Leben gab, wo meine Eltern sich Sorgen gemacht haben. Aber ich glaube, jetzt alles in allem sind sie ganz stolz und freuen sich über das, was ihr Sohn so treibt. Das ist natürlich wunderschön. Was motiviert dich denn, jeden Tag aufzustehen? Ist es dann deine Familie oder hast du auch so Ja, das richtig ist- Spaß an deinem Job? Ja, das ist so So das ist natürlich die Basisenergie, die einen morgens Genau. aus dem Bett treibt. Ja, die ist da. Und sonst muss ich sagen, ich liebe meinen Job. Ja, ich bin leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Ich bin leidenschaftlicher Mensch, der versucht, anderen Menschen zu helfen, das zu sagen, was andere hören wollen, weil das ist meist nicht so gegeben. Meine Arbeit ist wie Fußballtrainer, jeder weiß besser. Aber manchmal geht es auch mit ein bisschen Zauberstaub. Und den verstreue ich gern, das macht mir sehr viel Spaß. Das ist doch schön. Du hast ja jetzt erzählt, dass du ja Medienberater geworden bist. Ja. Ist das eine Sache, die du schon immer machen wolltest? Nee. Oder? Ich wusste nicht mal, dass es diesen Job gibt tatsächlich, als ich jung war. Ich wollte in erster Linie das werden, was glaube ich viele junge Menschen werden wollen. Ich wollte Fußballspieler werden, richtiger Profifußballspieler. Ich glaube, ich war gar nicht auf so einem schlechten Weg, aber wenn man sich mir so rückwirkend, mein Vater war ein großes Idol, ich wollte unbedingt so werden wie er, ich wollte Häuser bauen, Architekt werden. Das habe ich mir früher gewünscht. Und im Laufe meines Weges geht man in Dingen nach, wo man richtig gut ist, und die findet man erst dann so auf dem Weg. So, das heißt, ich hätte mir das niemals träumen lassen, oder ich wusste nicht mal, dass es diesen Job, wie gesagt, gibt. Aber das waren so die ersten. Ich wollte unbedingt was mit Fußball. Ich wollte Fußball spielen, einfach nur Fußball spielen. Und sonst wollte ich so sein wie mein Papa. Was sind so 3 wichtige Werte, für die du brennst, was für dich richtig wichtig ist? Die Menschen haben. Ja, ich glaube, Loyalität ist ein ganz wichtiger Wert. Ich habe einen sehr, sehr starken moralischen Kompass. Also das Gefühl zu haben, das Richtige zu tun, das hat sicher auch mit Moral zu tun. Das ist sicher ein wichtiger Wert. Und Vertrauen ist, glaube ich, ein Basiswert, der bei jedem irgendwie eine große Rolle spielt. Ich glaube, das sind ganz klassische Wahrscheinlich Werte. auch Essentielles Ja, auch die fürs mir ganz Leben. wichtig sind. Ja. Wenn du jetzt einfach irgendwo hinfahren könntest, also du hättest die Zeit dafür und du bist es keine Kosten- und Mühen scheuen, Ja. wo würdest du jetzt hinfahren? Oder Jetzt heute, hinfliegen? hinfliegen, Jetzt egal auf der sofort, Welt. Ja? scheißegal wo. Vielleicht sogar auch außerhalb der Welt, keine Ahnung, auf dem Mond oder so. Ach so, ja, wow, okay. Nee, ich würde wahrscheinlich an einen sonnigen Ort, würde ich bevorzugen. Ich und meine Frau haben eine ganz große Leidenschaft nach Mexiko. Ich würde nach Mexiko fliegen. Wo genau nach Mexiko? Yelapa heißt der Ort. Das ist im Ostmexiko. Bisschen abgelegen. Keine Und dann Menschen. keine Menschen, weg Urwald. von dem. Sehr, sehr schön. Und Sehr sich traumhaft. entspannen. Ja, genau. So ein bisschen weg Auszeit. vom vielen Zeitungen lesen und Input. Das Und das ist, fänd ich schön. kann ich Kann man mir- auch auf dem Mond haben, aber ich würde jetzt Yelapa in Mexiko Ja, aber bevorzugen. kann ich mir vorstellen, dass man in so einem anstrengenden, vor allem so zeitintensiven Job und auch mehr ein Job, der so viel unterschiedliche Informationen beinhaltet, dass man halt dann weg will von dem, was es ist und wirklich mal abschalten will. Ja, so ein Grundrauschen, das kann man manchmal schon mal ausschalten. Das Ja, das wäre mir schön. noch. Aber ich glaube auch, wie gesagt, wenn du mich jetzt so fragst, ich fände Teheran auch schön jetzt. Das wäre das Gegenteil. Ziemlich laut, ziemlich voll, aber liebe ich auch. Das ist so dieses, weißt du, wenn die Luft so ein bisschen riecht, es riecht dann nach Heimat. Hast du noch, Teheran finde ich auch schön. weil wir jetzt schon dabei sind, hast du schon Urlaub geplant für dieses Jahr? Oder warst du schon? Wir waren schon auf Sizilien dieses Jahr und dieses Jahr haben wir nichts Größeres mehr. Dann wieder im September, August. Oder beziehungsweise Ende des Jahres ist der Plan nach Thailand. Wenn man denn dann so einen besonderen Beruf ausübt und einen, den man vielleicht auch als Kind bei gekannt hatte, was für ein Spleen hast du denn dann da? Ja, ich hab manchmal die Eigenheit, dass ich mir die Finger reibe. Gerade wenn ich so im Gedankenprozess bin und wenn ich merke, so ich komme jetzt zu einem Ergebnis, dann wird es ein bisschen. Hibbelig. Dann habe ich das mit den Fingern. Das ist etwas, was ich tue und was ich auch habe, wenn ich konzentriert bin, ist so ein bisschen auf meiner Brille rumspielen oder an dem Ende. Ich weiß nicht, irgendwo mal abgeguckt. Ich weiß nicht mal, es hilft, aber Spleens sollen ja manchmal gar nicht helfen, sondern sollen einfach nur vielleicht dem
dem Gehirn so ein Signal geben, dass alles in Ordnung ist. Ich glaube, der Nervosität in irgendwas, man muss ja irgendwie diese Energie vielleicht auch ein bisschen abbauen und so und kann die halt dann in irgendeiner Bewegung, die halt wahrscheinlich nicht so auffällig ist und die aber auch dann wiederum nicht ablenkt. Das kann das Unterbewusstsein so machen, Ja, aber es wirft einen jetzt nicht aus dem Gedankengang raus. voll, nee. Also Spleen, das wären so, die mir jetzt sofort einfallen. Wenn wir jetzt Ja. noch länger reden würden, würde ich wahrscheinlich noch einen Haufen andere finden. Aber das sind so die mir eigentlich gleich. Das mit, Gleich das, in das den mit der Sinn Brille kenne ich aber auch bei der Sonnenbrille manchmal, dass dann da, wenn man da sitzt, dann bist du jetzt bisher auch schon ziemlich erfolgreich. Und was willst du denn jetzt noch so weiterhin machen? Zum Beispiel in den nächsten 5 Jahren oder so. Ich habe zum Beispiel gelernt, das kann man schwierig planen. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren das tun, was ich gut kann. Das wird dabei bleiben. Wenn sich die Chance für mich ergibt, habe ich immer im Kopf, dass ich irgendwas mache, was für mich ist, also eine Selbstständigkeit, nicht für jemanden arbeiten, sondern für mich zu arbeiten. Das heißt, wenn nichts Verrücktes passiert, werde ich das tun in 5 Jahren, was ich heute noch tue. Für wen ist immer ein großes Fragezeichen. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich in 5 Jahren selbstständig etwas tun und würde meine eigene Firma haben. Also bist du mit deinem Arbeitgeber im Moment zufrieden oder? Ich bin eigentlich immer mit meinen Arbeitgebern zufrieden. Die Frage ist immer, ob die zufrieden sind mit meiner Arbeit. Ich bin so weit zufrieden, dass ich ein Umfeld habe, wo ich meine Stärken einbringen kann, wo ich dem Unternehmen helfen kann, zu scheinen, so gut es geht. Oder wo ich dem Unternehmen helfen kann, Krisen abzuwenden. Das sind so die Dinge. Und dieses Umfeld habe ich eigentlich immer mit meinen Arbeitsstellen, mit meinen Unternehmen, mit denen ich arbeite. Und genau, das ist eigentlich ganz gut. Was würdest du sagen, welche Disziplin oder wie hast du dich selber in diese Position gebracht? Was können andere Leute vielleicht von diesem Interview mitnehmen? Ich glaube, Netzwerken ist der Schlüssel des Erfolgs. So viele Menschen wie möglich kennenzulernen, offen zu sein, den Geist zu öffnen, neue Dinge kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Und aus diesem Netzwerk heraus sich Chancen zu erarbeiten und auch zu erdenken. Ich glaube, darin liegt die Kraft und der Schlüssel. Und vielleicht auch manchmal Sachen so ein bisschen nicht so ernst zu nehmen oder und vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren Das sowieso nicht. Man sollte sich nie zu ernst nehmen. Und Arbeit erst recht nicht. und immer Spaß haben mit allem. Wenn das nicht gegeben ist, dann sollte man Dinge überdenken. Wenn es dort keinen Spaß gibt bei dem, was man tut, dann sollte man darüber nachdenken, ob es das Richtige ist. Das ist richtig. Spaß sollte immer dabei sein. In welcher Form auch immer. Auch nach der Arbeit, auch wenn es nur nach der Arbeit ist. Was machst du denn nach der Arbeit? Ich habe einen großen Freundeskreis. Ich gehe gerne essen, trinken, bin natürlich mit meiner Familie. Und ich gehe oft nach der Arbeit nochmal alles abschütteln. So den Kopf freikriegen, das ist meist noch mit einem Spaziergang oder mit einer Runde laufen dann getan. Bisschen sportlich aktiv sein, das hilft immer. Das glaube ich auch, das hilft auch, Ist auch ein bisschen- weiterzumachen und erfolgreich zu denken. Und ich finde auch, dass so ein bisschen sportlich sein auch für die Selbstvertrauen und so auch Für alles, sehr ja. viel hilft. Ja. Und auch mal abzuschalten. Gehst du dann auch mal in den Biergarten am Abend oder? Oh ja. Ich glaube, Jetzt im ich Sommer? mache mehr Biergarten als Als diesen Tempelhüten, von dem wir gerade gesprochen haben. Aber das ist auch eine Art des Behütens. Also Biergarten im Sommer außer Frage. Gehst du dann auch mal auf die Wiesen oder? Ich bin leidenschaftlicher Wiesengänger. Das war das Erste, was ich gelernt habe, was man in München, in Bayern tun muss, sich eine Tracht besorgen. Das habe ich auch getan. Ich trage sie sehr, sehr gerne. Ich würde behaupten, ich habe ganz ansehnliche Waden. Das kann man also alles tragen. Und ich bin großer Trachtfan. Ich würde mir wünschen, die Menschen in München würden das ganze Jahr über Tracht tragen. Ich finde das sehr, sehr toll und genieße die Wiesen sehr. Als ich jünger war ich öfter. Jetzt sind es so 3 bis 4 schaffe ich, 3 bis 4 Wiesenbesuche, Tage schaffe ich und einen Tag mit der Familie auf die Eulewiesen. Schau an. Warst du schon auf dem Frühlingsfest dieses Jahr? Auf dem Frühlingsfest war ich nicht tatsächlich. Ich kann jedes Fest, sollte man nehmen, wie es kommt, da war ich leider nicht da. Das habe ich leider ist natürlich verpasst. schade. Ja. Was war denn so das Lustigste, was du erlebt hast? Wenn jetzt vielleicht so nichts einfällt, so im letzten halben Jahr oder so. Das Lustigste, was ich je erlebt habe. Das ist natürlich eine Frage, da erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß. Ich lache unglaublich gern jetzt, aber wenn man mich nach einer lustigen Situation fragt, fällt mir tatsächlich echt gar nicht so viel ein. Ich habe mal als Statist
für eine Comedy-Serie. Gearbeitet. Ich habe nicht gearbeitet, ich wurde gefilmt und das, was ich da gemacht habe, war sehr witzig scheinbar. Das waren 2 Frauen, die diskutiert haben über ein Arschgeweih und dann ist sie aufgestanden und hatte wirklich einen Hirschkopf am Hinterteil. Und ich habe ziemlich blöd reingeschaut, weil ich habe das Tattoo irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt und ich habe mitgehört und es wurde gefilmt. Und es war eine ganz witzige Szene, die dann auch im Fernsehen lief und ich wurde danach gefragt, ob das übertragbar ist, weil scheinbar habe ich einen ganz tollen blöden Blick drauf gehabt. Das war ein ganz witziger Moment, der mir jetzt so spontan einfällt. Es gab sicher viel witzigere Dinge, aber das war etwas, was... Aber jetzt bei dem Arschgeweih waren, wäre das denn was für dich, so sich ein Tattoo zu holen? Um ehrlich zu sein, hadere ich seit Jahrzehnten mit Tätowierungen. Ich hätte sicher ganz, ganz viele, wenn ich so mutig gewesen wäre, mich dafür eins zu entscheiden. Aber ich mag vielleicht einfach nur den Gedankengang, darüber nachzudenken, eins zu haben. Bis jetzt habe ich keins. Aktuell, witzigerweise, jetzt wo du sagst, habe ich erst vor ein paar Tagen mir wieder neue rausgesucht. Und habe überlegt, ob eine Hommage an meine Tochter nicht ein Tattoo wert wäre. Ist es aber immer noch nicht gewesen. Also ich hadere noch, vielleicht wird es was. Also bist dann eher so ein Schriftzug als so ein Symbol? Ja, da ist alles dabei. Von Zahlen über Bilder, über Schriftzüge, ganz, ganz viel. Also wie gesagt, wäre ich so mutig gewesen, wäre ich von oben bis unten tätowiert heute. Aber ich trage diesen Ideengang schon seit vielen Jahren mit mir, aber bisher noch nicht passiert. Wo würdest du es dann hinmachen? Auf die Oberschenkel. Auf die Oberschenkel? Ja, wo man es nicht gleich sieht. Das heißt, wenn dann nur im Sommer? Genau. Oder in der zu kurzen Lederhose? Genau. Das wäre so ein bisschen der Plan, ja. Weil wir gerade von deiner Tochter reden, wie alt ist denn deine Tochter? Sie ist 2,5. Oh, das ist echt noch ein Ganz, ganz süßes Alter. Verzaubert mich jeden Morgen, deswegen gehört sie auch zum festen Programm meiner Morgenroutine. Vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön mit dir zu reden. Und Vielen Dank. sehr erfahrungsreich und echt was mitgenommen. Finde ich sehr schön. Schön, das freut mich sehr. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast und dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne doch.